Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute freue ich mich besonders, euch die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse in einem Unboxing- und Testvideo vorzustellen. Ich wurde gefragt und das Gerät habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ich darf es auch behalten und ich werde es für euch testen. Dann fangen wir schon sofort mit dem Unboxing an. Da gucken wir, was das Gerät zu bieten hat. Bevor wir es auspacken, werfen wir erstmal einen Blick auf die Verpackung. Die Verpackung, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, sehr stabil, ja, kann man sehr gut tragen. Und was mir auffällt, es gibt sehr viel Information schon über das Gerät, was man hier auf den Bildern sieht. Und zwar, man kann schon sehen, wie das Gerät aussieht, sehr elegant. Das passt sogar ein Händchen. Hier sieht man das digitale Display. Dann haben wir hier auf Englisch die Verkaufsargumenten sozusagen. Eine Kapazität von 6 Liter, ja, und ein DC-Motor. So, der nächste Punkt ist schnellere Garzeit. Die Temperaturenbreite ist zwischen 30 und 230 Grad und natürlich ist energiesparend. Wir sind bei dem nächsten Argument, das ist ein automatischen 5-Geschwindigkeitsgebläse und das sorgt dafür, dass die Aromen an den Geschmack angepasst werden. Ja, über die Temperatur haben wir schon gesprochen und dann haben wir unzählige hier Funktionen. Ich drehe einmal, so das kann man auch auf dem Karton schon sehen. So, da haben wir alles, was man braucht. Sogar hier Früchte trocknen. Ne? Da, sehr interessant finde ich auch hier Backen, ne? Kann man auch sogar. Ja, lass uns jetzt gucken, was in dem Karton enthalten ist. Tada! Seid gespannt, ich bin auch. So, da fange ich schon mal an. Hier habe ich ein Rost. Okay. Ah, da ist schon das Kabel zu sehen. Gut, hier an der Seite. Das ist... Ui. Gucken wir mal rein. Ich glaube, da ist... Oh. Ah, Rezeptebuch. So, da werde ich einige Sachen ausprobieren. Ja, die Bedienanleitung haben wir auch hier. Und das Gerät selber nehme ich jetzt raus. Jetzt muss ich gucken, wie ich das dann auch hier alles vorsichtig auspacke. Ui! Hier ist abgeklebt. Auch das richtig gut gemacht. So abgeklebt, aber an einer Seite kann man richtig schön abziehen. Ne? Das Kabel auch in Folie, schön verpackt. Ja, gute Länge von dem Kabel. Also weil es gibt manche Geräte, wo das Kabel zu kurz ist. Und das muss ich sagen, reicht genau bis zu meiner Steckdose. Wunderbar. So, dann muss ich einmal hier vorne gucken. Ah, sogar eine Schutzfolie haben wir hier oben auf dem Display. Die ziehen wir ab. Ja, das ist das schöne Teil. Gefällt mir sehr vom Design her. Ja, erstmal so optisch gefällt mir sehr gut. Das Gerät wird super in meine Küche passen. Ich muss gestehen, das ist meine allererste Heißluftfritteuse, was ich überhaupt jetzt in der Hand bekomme. Und schon geht es los. Ich muss auch selber hier ein Handbuch gucken.
Aber auf Spanisch hier. Antes del primer uso. Nun werfen wir einen Blick auf den Display von der Cosori Heißluftfritteuse. Hier machen wir schon mal an. Ja, also ganz leicht. Man sieht auch die Fingerabdrücke. Müsste man dann wahrscheinlich öfters reinigen. Das ist sehr einfach zu bedienen. Man sieht, alle Funktionen stehen hier. Auf der linken Seite kann man die Temperatur einstellen. Es geht von 30 bis 230, kommt darauf an, welche Funktion man hier aussucht. Dann auf der rechten Seite haben wir die Zeit. Sehr einfach zu bedienen. Das ist schon mal für mich eine gute Sache. Nun werden wir einen Testvorgang machen und bevor wir das Gerät an Strom anschließen, werden wir erstmal uns vergewissern, dass in dem Behälter keine Rückstände sind. Dann machen wir erstmal auf. Ja, gucken wir rein. Ist riesig. Ja, sollten eigentlich 6 Liter reinpassen. Ne? Jetzt werde ich anmachen. Ja. Steht 195 Grad, 10 Minuten. Airfryer. Ja. Und los geht. Dann lassen wir 10 Minuten laufen. Jetzt ist dieser Brennvorgang fertig. Da machen wir es mal aus. Und wir werden jetzt den Behälter abkühlen lassen. Ja, das ist so ein Geruch, wie wenn die Sachen neu sind. Ja, ich werde das dann nachher spülen. Ich habe mich entschlossen, mit euch so Hühnerbeine zu machen. So, das ist auch für mich ein Test. Aber bevor ich damit anfange, werde ich erstmal den Behälter und den Grillrost spülen. Kommt auch ein Rost rein. Achso, hier habe ich noch nicht vorgestellt. Hier sind 4 Gummifüße. Ich habe hier Hühnerbeine für 2 Personen. Ich habe 4 Stück und ich werde sie jetzt würzen mit Paprikapulver, Pfeffer, und Salz. Dann werde ich ein bisschen Olivenöl zufügen. Ich werde jetzt die Hühnerbeine ein bisschen einmassieren, dass die Gewürze und das Öl sich gut vermengt. Nun werde ich hier die Hühnerbeine in den Behälter reintun, aber die müssen nebeneinander und nicht übereinander platziert werden, sodass sie dann auch richtig von allen Seiten knusprig und gar werden. So. Oder passt aber noch einiges. Ne? Rein mit euch. So, dann werde ich jetzt hier in der Kamera positionieren. Schalten wir das Gerät ein. Dann stellen wir die Temperatur, erstmal die Funktion Airfryer. So, ich muss das mal selber klarkommen. So, dann die Temperatur. Laut mein Rezept hier aus dem Buch, auf das Rezeptbuch, was mir geschickt wurde, steht 200 Grad und die Temperatur, die Zeit brauchen wir 15 Minuten.
Bin ich mal gespannt. Okay, und los geht's. Es ist so schön aufgelistet hier. In der Zeit, wo meine Hühnerbeine hier fertig werden, dann gucke ich so ein bisschen. Das ist richtig schön. Da steht alles, bei welcher Temperatur, welche Funktion ausgewählt werden soll und die Zeit. Ich bin jetzt neugierig, wie es alles funktioniert und wie es drin aussieht. Ich werde jetzt erstmal Pause drücken und gucken, was da los ist. Nehmen wir das Ding raus. Guckt euch das an. Ich drehe die Hühnerbeine jetzt. Oh ja, die sehen richtig gut aus. Ja, da kommt die wieder rein. Ja, ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Ne? So, und dann weiter. Schön, ne? Dass man auch Pause drücken kann. Einfach genial, die Bedienung. Okay. Das machen wir aus. So, die Knöpfe kann ich schon gut jetzt bedienen. Ne? So anmachen, ausmachen, Temperatur und die Zeit. Ja? Die anderen Funktionen bin ich auch mal gespannt. Ja? Und die werden auch, aber 100%ig werden die alle getestet. Ja? So, nun werde ich dann aufmachen. Ich drehe die Cosori jetzt. Und da mache ich jetzt auf. Ich werde die Temperatur, die Kerntemperatur von den Hühnerbeinen testen. Oh, die sind mehr wie gar. Jetzt mein Thermometer zeigt 75, geht Richtung 80 schon. Oh, boah, das war richtig schnell. Das schafft keinen Backofen. Ne? Ich bin begeistert. Das heißt Energiesparen, das heißt Zeit sparen. Wunderbar. Ich liebe das Gerät schon. Mal hierher gucken. Einfach würzen, rein damit und dann hat man für 2 Personen hier. Man kann auch noch, wie viele könnte man da noch? Für 5 Personen ungefähr 10 Stück könnte man reinmachen. Ne? So. Na gut, jetzt probiere ich. Ist noch heiß, aber ich bin so neugierig, wie das schmeckt. Sehr lecker. Sehr lecker. Ihr Lieben. Das ist sensationell. In 15 Minuten, ne? Das ist... Ich kann selber nicht glauben. So, ihr Lieben. Nun sind wir mit dem Testen von, hier einmal gucken, von Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse fertig. Und ich muss sagen, ich bin von den Leistungen dieses Gerätes beeindruckt. Ich habe keine Mengen feststellen können für mich. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass die Fingerabdrücke auf dem Display so schnell zu sehen sind. Aber finde ich gar nicht so schlimm, weil man kann das mit einem speziellen Tuch schön reinigen. In der Bedienungsanleitung habe ich gelesen, dass der Behälter und der Rost können auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Am Anfang war für mich schwer, den Behälter rauszuziehen, weil ich erstmal den Knopf hier nicht richtig reingedrückt habe. Jetzt funktioniert das auch perfekt. Also alles, was das Gerät bietet. Schnelle Garzeit, große Kapazität und einfache Bedienung, alles erfüllt sie. Ein wunderbares Gerät für Familien und Kochliebhaber. Ich bedanke mich hier bei der Firma Cosori, mir diese Möglichkeit gegeben zu haben, das Gerät zu testen. Und das Gerät wird jetzt in meiner Küche einen besonderen Platz annehmen. Ich werde für euch ein oder andere Rezepte aus dem Rezeptbuch, was ich mit dem Gerät bekommen habe, mit euch teilen. Und ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir gehabt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hier liked, kommentiert, ein Abo da lasst für diejenigen, die ihn noch nicht abonniert haben. Bei Interesse, wenn ihr Interesse habt an Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse, findet ihr den Link in der Beschreibung unter dem Video. Also bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.